Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Marco. Ich bin aus dem Urlaub zurück und was passiert? Star Trek Welle 4 kommt, die ersten Sets kommen, Ja, die sind kommen da. jetzt schon. Ja, also die sind da. kleines Geheimnis, Blick hinter die Kulissen. Also jetzt, wo wir es drehen, sind sie noch nicht da. Wir wissen aber, dass sie bald kommen. Deswegen drehen wir jetzt das Video, damit das Video gesendet werden kann, wenn sie da sind. Da wirst du verrückt. Wirst du total verrückt. Ja, es geht los mit den Mid-Size-Modellen. Das sind die ersten Sets, die eintreffen. Ja. Ja. Wir haben 3 Stück dieses Mal. Wir haben 3 Stück dieses Mal. Soll ich die schlechte Nachricht gleich am Anfang noch erwähnen, damit wir uns dann um die Schiffe kümmern können? Das kannst du tun, ja. Also Welle 4 unterscheidet sich ein bisschen von den ersten 3 Wellen in der Hinsicht, dass die Sets nicht im Laufe weniger Wochen eintreffen, sondern das zieht sich ein bisschen länger. Es liegt aber daran, dass ein paar Sets der 4. Welle was Neues sind. Also nicht einfach nur ein Raumschiff, sondern noch was anderes, was ihr noch nicht kennt. Und das hat einfach mit dem Lizenzgeber ein bisschen länger gedauert, bis das alles so weit confirmed, approved war. Genau. Die werden teilweise jetzt erst produziert. Also jetzt, das heißt Produktion plus 3 Monate, 4 Monate, das dauert leider noch ein bisschen. Also die Welle 4 muss man sich hier wie so eine WoW-Expansion vorstellen, im Laufe von 2 Jahren. Nein, nicht 2 Jahren, aber im Laufe von einigen Monaten kommen dann immer wieder mal neue Sets, die wir euch dann natürlich ankündigen und zeigen. Genau. Wir haben euch ja auch noch nicht alle Prototypen gezeigt. Richtig. Von der Welle 4, weil, Genau. wie gesagt. Das dauert alles noch so ein bisschen, aber es kommt. Die Welle 4 ist ähnlich groß wie die bisherigen Wellen. Was wir schon gezeigt haben, sind die Mid-Size-Modelle und die Mini-Modelle. Ja. Richtig. Mehr wird noch kommen. Auf So, jeden Fall. und jetzt geht es um diese 3 Schiffe. Ja. Ja. Womit fangen wir an? Wir machen es chronologisch, dann fangen wir wollte mit... gerade sagen, können wir machen, ne? Ja. Wir fangen mit dem Ursprung an. Womit es auch alles angefangen hat. Ja, 1960. 66? Ich glaube 66. Ja. Ist schon alt, die Serie. Aber immer noch gut. Ja, wir haben hier die Enterprise NCC 1701. Die Enterprise eigentlich. Die Enterprise. Die wir schon in Mini in der ersten Welle hatten. Mit dieser Kennung NCC 1701. Genau. Auf den Gondeln steht's auch. Ja, und das ist komplett ein Print. Das ist ein Print. Wie alles bei Star Trek. Oder fast alles bei Star Trek. Und das hier ist auch ein Print. Und das hier sind Prints. Ja. Und hier oben drauf sind Prints. Und das hier ist natürlich auch ein Print. Ich habe mal gezählt, das sind irgendwie 36, 37 Prints so ungefähr. Richtig viel. Ja. Ja, Richtig gut, ich meine, viel. alleine die Teile bei den Gondeln ist eine Menge, ne? Und ich meine, das sieht jetzt ja aus, das ist ja perfekt ausgerichtet. Das sind jetzt nicht irgendwie Versatz. Wird das en bloc gedruckt? Das wird in einem Block gedruckt. Also ihr bekommt quasi den Bereich, wo dann der Print auch drauf ist. Den kriegt ihr zusammengesteckt schon. Da sind dann 2 schwarze Platten oben und unten drauf. Und hier diese Löcher, wo hier die Pylone hinter dran gesetzt werden, da sind dann so diese halbrunden Teile dabei. Ich wollte gerade sagen, du hast einen ganzen Haufen Teile da rumliegen. Das hier sind die Teile, die noch mit in der Packung sind. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist hier so eine 4x8 Plate übrig? Da waren die beiden drauf. Also diese, was sind jetzt also muss man eben die Maße gucken. Was sind denn das? 4x4 Viertelkreis quasi. Macaronis oder wie die genannt werden. Ja, warum genau. auch immer. Ja, warum auch immer. Und da waren die beiden drauf. Ah ja. Um die halt zu bedrucken. Klar, weil es muss ja schön, es darf ja nicht nur auf einem Teil gut aussehen, die beiden müssen auch perfekt zueinander ausgerichtet sein, deswegen werden die Teile hier draufgepackt. Genau. Es wird bedruckt und dann werden die so, wie sie sind, nachdem sie getrocknet sind, alles prima, alles sauber, in die Packung gesteckt. Und dann bleiben natürlich Teile übrig. Richtig. Ihr könnt natürlich gucken, also es kann halt sein, dass diese Teile eventuell beschädigt werden oder so beim Druck, dass sie nicht mehr ganz so toll aussehen. Das hat uns der Hersteller mitgeteilt. Deswegen, ihr könnt euch entscheiden, was ihr mit den Teilen macht. Ich würde halt sagen, guckt sie euch an. Wenn sie in Ordnung sind, behaltet sie. Und sonst könnt ihr sie theoretisch auch wegschmeißen. Aber warum sollte man das mit Teilen tun, die gut sind? Das ist ja cool. Ja, das ist das, was dann in den Gondeln quasi. Ah, und das ist ja auch hier außen. Ja, jetzt sehe ich es zum ersten Mal. Das ist ja. Das sind neue Teile. Die halte ich eigentlich gerade zum ersten Mal in der Hand. Hast du noch nie gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Finde ich aber schon länger. Finde ich aber großartig. Klasse. Okay, ja, braucht man natürlich für sowas auch. Ja. Und ihr habt noch ein Teil hier über.
das hier, mit einem Stück Druck, weil bei dieser Gondel war der Strich ein bisschen zu weit an der 1 hier. Also ihr seht das wäre hier genau geendet. Ja, okay. So. Und da haben wir halt gesagt, okay, das sieht nicht ganz so gut aus. Und dementsprechend haben wir diesen Stein nochmal nachdrucken lassen und ihn beigelegt. Okay. Dementsprechend müsst ihr halt gucken, da ist halt eine Tüte drin, in dem Fall dann mit dem, der jetzt hier natürlich eingebaut ist. Ja, weil logischerweise. Ja, das könnt ihr also klar. austauschen, damit es besser aussieht. Ja. Also ich muss sagen, so wie ich das hier bisher gehandelt habe, Sie ist stabil. sie ist stabil. Also ihr könnt sie auch vom Standfuß abnehmen. Sie hat im Grunde genommen dieselbe Verbindung hier unten wie die neue A bei uns. Und ihr seht, ihr könnt auch Bisschen swooschen. rumfliegen. Ich meine, wenn ihr natürlich hier zum Beispiel hinten einmal gegen die Gondel haut, mit ordentlich Kraft, wird sie auch abgehen. Die Gondeln Aber so halten aber nicht nur jeweils an 4 Noppen, sondern da ist noch irgendeine Achse oder so Da ist drin? noch eine Achse komplett hier durchgezogen und hier ist es dann eine Bar, die das von innen hält, die wir Stange. brauchen, weil wir halt hier ja irgendwie die Pylone reinkriegen mussten. Hättest du eine Achse reingebaut, hättest du es wieder nicht reingekriegt. Ja. Ergibt Sinn. Genau, du hast die Bauanleitung. Ich habe die Bauanleitung. Da sieht man zum Beispiel auch, wie es ankommt quasi. Also so kommen die Drucke von den Gondeln bei euch an und dann steht hier halt immer, was ihr abnehmen sollt. Und diese schwarzen 2x2 Plates an beiden Enden sind dafür da, dass wenn man es auf einer ebenen Oberfläche legt, es nicht irgendwie wegrollt, sondern Ja, weil der für den Druck Druck soll ja vermutlich gerade sein. Und Der ich nehme soll- mal an, der soll schon- Das wäre sonst Ja. schwierig, das in die Maschine einzulegen, Ja. dass es auch gerade bleibt. ist schon spannend, dass das dann so funktioniert. Cool. Okay, wir haben, das sehe ich gerade, Bauabschnitte. Zumindest 2, ne? Bauabschnittstüte 1 und 2, weil hier steht ja irgendwie 2,62 bedeutet Richtig. Bauabschnittstüte 2. Ja. Bei 525 Teilen 2 Bauabschnittstüten. Es ist sehr angenehm. Das ist sehr, sehr, sehr angenehm. Ja. Okay, das Design ist vorgegeben. Klar, die Bauanleitung. Kartons sehen so aus, wie Richtig. die Kartons halt aussehen. Bauanleitungen und Kartons vom Design her und von der Art, wie sie gestaltet ist, kennt ihr schon Ja. von den ganzen anderen Star Trek-Sets. Ist ja vorgegeben vom Lizenzgeber. Ich finde die Form sehr schön getroffen, dieses Runde, aber hier hinten geht es dann hoch und die Dish, die bei dieser Enterprise ja noch nicht so versenkt ist, sondern so ein bisschen davor die guckt ist, so richtig schön raus. gut getroffen. Auch hier diese Trans Orange, ja, schön. Gefällt mir. Ja. Ich habe mal eine Setcard, eine kleine Setcard. Die USS Enterprise NCC 1701 in der Midsize-Version hat die Setnummer 105438, 525 Teile, darunter über 30 bedruckte für 32,95 €. Kann man nichts sagen. 35 cm lang, 16 cm breit, 17 cm hoch. Entspannt aufzubauen. Ja. Fantastisch. Und dann gehen wir doch mal weiter zu einem Set, das ihr schon kennt. Ja, Aber jetzt hat er sich getarnt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann noch mal, den kennt ihr zumindest von der Form her. Ja. Das ist, jetzt muss ich da eben überlegen, das ist dritte Welle, ne? Ja klar, das Ja, ist dritte Welle. dritte Welle, Ich genau. komme inzwischen mit den Wellen etwas durcheinander. Wir hatten es beim D7 schon gemacht. Ja. Den gab es schon mal getarnt und da habt ihr jetzt den Bird of Prey. Ja. Also es ist ein Gag, aber er ist zu gut, ist er cool. ist zu gut, um ihn nicht zu machen. wollte grad Sorry, sagen. aber irgendwie, Es ist halt, getarnte Schiffe kann man nie ja, genug haben. getarnte Schiffe kann man nie genug haben. Und ihr seht, er wird halt absolut identisch gebaut. Klar. Also baumäßig ist da kein Unterschied. Er müsste auch die gleiche Zahl von Prints haben, weil der ja auch keine Prints hat, oder? Nee, der hat keinen. Nee, hat keine Prints, Genau. also Also von daher ist es ein Print und das ist hier das Typenschild. richtig. In dem Fall. Beide haben sie einen Print. Da ändert sich also bei diesen Versionen untereinander nichts. Ich als Freak und als Teile-Fan finde es halt großartig, hier jede Menge Teile zu sehen, die es so noch nie in Transclear gab. Ja. Halt diese Viertelkuppeln beispielsweise, glaube ich nicht, dass die schon mal jemand gebraucht hat für irgendwas. Bums, hier haben wir sie. Wir machen es einfach. Wir machen es halt. Ja, ich finde das cool. Es waren ja schon beim D7 schon viele Teile, glaube ich, in Transclear, die ich zumindest vorher noch nie in Transclear gesehen habe. Ja, genau. Da ist es natürlich noch mal, weil die Form ja noch mal komplizierter ist, Ja. noch mal krasser. Ja, schick. An der Teilezahl und so hat sich nichts geändert. Die Setcards Richtig. gleichen sich also sehr. Ja.
Der klingonische Bird of Prey getarnt hat die Nummer 105439. 565 Teile für 34,95 €. 23 cm lang, 24 cm breit, 15 cm hoch. Entspanntes Bauen bis guter Durchschnitt. Was willst du mir damit sagen? Es ist ganz einfach und da werde ich auch gleich noch einen Hinweis zu geben. Also ich meine, das Modell an sich ist gut zu bauen, genauso wie der erste auch. Bei TransClear muss man halt hier und da mal noch mal genauer hingucken. Deswegen, ich finde das schwer, das immer einzuschätzen. Also von der Technik her und so ist der entspannt zu bauen, aber durch kann das der sich auch, kann der kann die Flügel? Auch, wie bei dem anderen auch. Ihr könnt die Flügel so einstellen, so ein bisschen. So ein bisschen, okay. Und was ich vor allem auch meine mit dem er ist etwas, also was entspanntes Bauen und anspruchsvoll. Okay. Ich kam gerade nicht drauf. Hier unten, diese Plate, wahrscheinlich sieht man es in der Kamera kaum, weil halt alles TransClear ist eine 2x4 Plate, so eine Technikplate mit Löchern. Ja. Und es passiert sehr schnell in diesem Bauschritt, weil es halt jetzt komplett ein TransClear ist, dass man das übersieht, dass es eine ist mit Löchern. Ihr solltet darauf achten, baut sie mit den Löchern ein. Ihr habt nämlich im selben Bauschritt auch mindestens eine 2x4, die keine Techniklöcher hat. Ja. Und wenn ihr die beiden verwechselt, steht das Ding am Ende nicht stabil auf dem Standfuß. Ja, weil man halt schon das... Richtig. Ja. Ich meine, wenn ihr das mit dem vorherigen, mit dem ungetarnten vergleicht, habt ihr diese Plate halt auch. Da sieht man es dann halt besser, weil es halt nicht in TransClear ist. Jetzt sieht man es in dem Fall nicht, aber hier drunter sitzt natürlich eine 2x4 mit links, weil jetzt hier der drin geblieben ist. Aber da müsst ihr halt so ein bisschen drauf achten, dass ihr da auf jeden Fall die richtige einbaut. Das meine ich mit bei TransClear. Muss man hier und da mal ein bisschen genauer hingucken, ob man da wirklich gerade das richtige Teil an die richtige Stelle verbaut, weil es, egal wie gut die Anleitung ist, in komplett TransClear halt durchaus schwierig ist. Die Teile, die übrig bleiben, sind auch hauptsächlich TransClear. Wer hätte das gedacht? Und es sind noch nicht viele übrig. Und ja, ich meine, du kannst die Seite ja einfach mal zeigen. Man sieht es schon, wenn man in die Bauanleitung guckt, egal welche Seite man sich anguckt, es ist halt teilweise ein bisschen schwer zu erkennen. Ich versuche gerade mal die Stelle zu finden mit diesem... Das ist relativ am Anfang. Und zwar genau, wenn ihr das baut, da ist es, beziehungsweise da wird die Plate verbaut in Schritt 1,29. Das ist eine 2x4 Plate mit Löchern. Ja. Und hier ist eine 1x4 Plate ohne Löcher. Ja. Das kann man eigentlich besser sehen. Aber halt nicht bei TransClear. Das meine ich mit ein bisschen genauer hingucken. Ja, okay. Ja, verstehe ich. Guter Hinweis, wertvoller Bautipp. Vielen Dank dafür. Ja, alles klar. Ein getarnter Bird of Prey, der könnte vom Maßstab her sogar ganz grob zu einer Display, zu der nicht, aber zu einer Display Enterprise passen. Ja. Weil die hat ja so 300 Meter und der ist so 145 Meter. Ja. 208, ja. Diese 145 Meter haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt ja irgendwie, es gibt den in 70 Meter Länge, es gibt den in 150 Meter Länge, es gibt den weil der in verschiedenen Szenen, verschiedenen Filmen und Serien von den Proportionen her im Vergleich zu anderen immer wieder mal größer und kleiner wirkt. Genau. Da waren sich die Filmemacher selbst nicht so ganz einig. Naja, der Hintergrund war wahrscheinlich, sie hatten ein Studiomodell, was sie immer wieder benutzt haben, aber neben einer Enterprise D sieht das Ding halt größer aus. Größer aus, als er ursprünglich war. Und nochmal ganz kurz. Der Karton. Getarnt. Wer hätte es gedacht? So. Und dann kommen wir zum letzten. Zur USS Defiant, die auch jede Menge Prints hat. Hier oben drauf, wunderschön. Natürlich hier der Name, die entsprechenden roten Markierungen hier, das Sternenflottensymbol. Die Warp-Gondeln, die nicht parallel laufen, sondern ein bisschen in Winkel. Hier vorne natürlich, den hätte ich fast vergessen, den Print hier. Auch schön. Ja. Und hier vorne auch mit der Nummer, ne? NX ist ja ein experimentelles Schiff. Es kann wahrscheinlich. Ja. Es kann. Das ist vielleicht etwas, das sind 2 Balljoints, die halten ganz gut. Jawohl, die halten sehr gut. Der Gefechtskopf, richtig, der abgetrennt werden kann. Was man ja nie sieht. Was man nie sieht, aber laut Technical Handbook geht das.
Also ist das so vorgesehen bei dem Schiff? Ja gut, wenn man danach geht, kann auch die TOS Enterprise, die Unterrissenssektion abkommen. Das hat man auch nie gezeigt, weil zu wenig Budget. Ja. Genau. Hier ist auch wieder einiges übrig. Auch ziemlich große Plates. Ja, da waren auch wieder hier die unter anderem die Teile halt drauf und dann Klar. halt teilweise die, Hat genauso groß wie... wie es sein muss. Und hier die Linien waren, glaube ich, mit auf der anderen. Ja. Ist eine Weile her, dass wir es gebaut haben. Alleine Viertelkreise in Radius 3 ist schon toll. Teile, das sind auch relativ Teile, die man halt nicht so oft in der Hand hat bisher. Ja, weil es sie auch, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt. Ja. Also wir hatten sie auch schon in Bird of Prey, wo wir sie jetzt auch in dem Midsize auch in Transclear haben. Schick und immer wieder schön finde ich natürlich auch den. Ja, die Plate mit den Noppen auf beiden Seiten. Ja. Und ich meine, wenn ich hier schon am Teile auskippen bin, hier, komm hier, richtig schön hier in Lightbrush Grey mit unserem Einzelnoppentool, ne, das ja den Sets beiliegt. Was kann man damit machen? Man kann das Teil schön hier so reinsetzen und hat dann hier eine Baurichtungsumkehr auf kleinstem Raum. Genau. Dafür ist es da. Ist gerade bei den Star Trek-Sachen durchaus hilfreich, weil die manchmal von der Form nicht ganz so einfach sind. Genau. Und hier haben wir auch wieder den DS9-Standfuß. Ja. Muss ja sein. Gehört sich ja so. Genauso wie auch auf den anderen Plaketten ja auch immer jeweils draufsteht, zu was es gehört. In dem Fall dann natürlich zu Deep Space Nine. Jawohl. Auch hier dürften wir 2 Bauabschnitte haben. Ja, das ist bei allen eigentlich gleich. Wir haben auch am Ende jeder Bauanleitung die Teileliste. Kann man immer noch mal schön gucken, was alles bedruckt ist. Ja, schick. Gefällt mir sehr gut. Ich liebe die Defiant von ihrer Form her, einfach weil sie ein bisschen anders ist, weil sie nicht diese Gondeln hat, dieses typische. Ja, sie ist besonders. Sie ist klein, a tough little ship. Ja, genau. Little. Und ich finde es immer wieder beeindruckend. Wir hatten sie ja schon in Mini und in Groß. Und sie sieht immer gut aus. Ja, es ist eins dieser Schiffe. Man kann sie in jeder Größe machen, sie sieht immer geil aus. Selbst in ganz klein hatten wir sie ja bei der Deep Space Nine dabei und selbst da sieht sie genial aus. Und du weißt, dass ich ja so ein bisschen gemeckert habe. Ja. Diese ganz spezielle Form der Gondeln. Wenn man sich die von der Seite anschaut, die gehen ja hier so ein bisschen und so ein bisschen. Und darf ich ja nicht sagen, aber meiner Meinung nach, in diesem kleinen, winzigen Detail trifft die Midsize Defiant diese Form der Gondeln noch besser als das Displaymodell. Das stimmt. Weil das Displaymodell mit den großen Viertelkreis-Panels arbeitet. Das geht in dem Format nicht anders. Du hast es ja anders versucht, es geht nicht. Ich habe weiß Gott, wie lange daran gearbeitet. Aber Die Display Define sieht klasse aus. Und die ist auch, wenn du ein großes Modell haben willst, ist sie perfekt. Aber mir gefällt an der Midsize dieser Querschnitt der Gondeln. Ja, es ist schon beeindruckend. Man denkt immer größer und dann geht alles immer besser. Größer ist nicht zwangsläufig einfacher. Ja. In den meisten Fällen schon, aber nicht immer. Naja, das ist die USS Defiant NX 74205 mit der Setnummer 105440. 561 Teile für 34,95 €. 22 cm ist das Modell lang, 16 breit, 12 hoch und entspannt aufzubauen. Ja. Sehe ich auch so. Genau. Herrlich. So, final noch einmal den Karton. Jawohl. Den formschön. Ja. Wie gesagt, kennt ihr. Ja. Ja. Und also, falls wir den Gag mit getarnten Midsize-Modellen fortsetzen wollen würden, dann gäbe es ja vielleicht auch Midsize-Modelle, die sich noch tarnen könnten. Ja. Ja, aber über Welle 5 sprechen wir noch nicht. Nee, erstmal Welle 4. Erstmal Welle 4, ja, über die werden wir noch einiges zu sprechen und zu zeigen haben. Da kommt noch sicherlich was Spannendes. Ich bin gespannt auf eure Reaktion bei einigen Sachen. Ja, ich glaube noch, ja. Ja, also ihr könnt gespannt sein, es wird noch weitergehen. Auf jeden Fall. Ja, aber für heute sind wir fertig im Noppenstein-Studio.
Ja, denn Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Habe ich jetzt zu viel verraten? Ich glaube, da warst du nicht. Also das hat nicht gereicht? Nee, hat nicht gereicht, glaube ich. Oh. Ich glaube, das Format ist noch größer. Okay. Ja, du musst es wissen. Du baust ja gerade das Produktmuster, ne? Ja. Du hast es gebaut. Ich habe es gebaut, es ist fertig. Ich hab bisher nur die einzelnen Sektionen gesehen. Ich muss es mir mal zusammengefügt. Ja, kann ich dir gleich mal zeigen.